Sehr geehrter Herr Minister Stübgen, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Scheller, sehr geehrte Angehörige, liebe Gäste des digitalen 76. Jahrestages. Die Gedenkstätten Brandenburg an der Havel begrüßen Sie herzlich zur Gedenkveranstaltung anlässlich des 76. Jahrestages der Befreiung des Zuchthaus Görden durch die Rote Armee am 27. April 1945. Sonst treffen wir uns persönlich, um nicht nur hier, sondern auch an der ehemaligen Hinrichtungsstätte der NS-Justiz, der über 2000 mit dem Fallbeil getöteten Männer aus ganz Europa sowie der Opfer des nationalsozialistischen Strafvollzugs zu gedenken. Heute kommen wir nur in einem kleinen Kreis zusammen. Wir haben uns am Mahnmal für die Opfer des Zuchthauses Brandenburg-Görden versammelt. Er befindet sich am Brandenburger Marienberg in unmittelbarer Nähe des Krematoriums bzw. des Friedhofes, in dem ein Teil der Opfer verbrannt und begraben wurde. Nach den Ansprachen von Herrn Oberbürgermeister Scheller und von Herrn Minister Stübgen werden wir Kränze und Blumen niederlegen. Angehörige von Opfern können heute persönlich nicht dabei sein. Wir freuen uns daher besonders darüber, dass einige mit dem Handy aufgenommene Grußbotschaften geschickt haben. Diese Botschaften stehen am Ende unseres Videos. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe an Herrn Oberbürgermeister Scheller. Sehr geehrter Herr Minister Stübgen, liebe Gedenkstättenleiterin Frau Del Pasquale, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sehr geehrte Damen und Herren. Alljährlich versammeln wir Brandenburgerinnen und Brandenburger uns am sowjetischen Ehrenmal im April in der Steinstraße an der Gedenkstätte hier auf dem Marienberg und auch am Gedenkort in der JVA Brandenburg, um an die Befreiung des Zuchthauses Brandenburg-Görden und das Ende des Zweiten Weltkrieges in unserer Stadt zu erinnern. Bedingt durch die Pandemie können wir dieses traditionelle Ereignis, die Kranzniederlegung, auch in diesem Jahr nicht als öffentliche Veranstaltung durchführen. Aber trotzdem geht es um ein würdiges Gedenken für die zahlreichen Opfer des NS-Strafvollzuges und der Hinrichtungen sowie natürlich auch um die vielen gefallenen Soldaten, die bei der Befreiung unserer Stadt ihr Leben ließen. Und deshalb haben wir uns in diesem Jahr für eine digitale Veranstaltung entschieden. Sie ist im Übrigen Teil eines noch bis zum 10. Mai laufenden speziellen Online-Programms der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. Für diese Initiative möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Heute erinnern wir an die schicksalhaften Tage vor 76 Jahren, als sich auch in unserer Stadt das dunkle Kapitel der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft endlich dem Ende neigte. Wir schauen also zurück auf den 27. April 1945, also auf den Tag, an dem die bereits erwähnten 2200 Häftlinge des Zuchthauses Brandenburg-Görden endlich ihre lang ersehnte Freiheit wiedererlangten. Nach der Flucht des Gefängnisdirektors hatten in den Vormittagsstunden dieses 27. Aprils die politischen Gefangenen die Anstaltsleitung übernommen und nur wenige Stunden später erschien dann der erste Panzer der Roten Armee vor dem Tor des Zuchthauses und wurde dort begeistert begrüßt. Von diesem Augenblick an hatten dann die 1700 Männer aus Deutschland und aus 17 weiteren europäischen Ländern, von dem sie lange geträumt hatten, ihre wiedererlangte Freiheit auch selber begrüßen können. Und ebenso wie die mehr als 1250 Sicherungsverwahrten, die in Brandenburg-Görden zur Vernichtung durch Arbeit in einem nationalsozialistischen Konzentrationslager deportiert wurden oder dort ermordet wurden, kamen sie endlich an diesen Tag. Diesen Opfern ist unser heutiges Gedenken genauso gewidmet wie den mehr als 600 Soldaten der Roten Armee, die in den letzten Apriltagen vor mehr 7,5 Jahrzehnten
bei den erbitterten Kämpfen unserer Stadt oft noch das junge Leben ließen. Der Großteil von ihnen fand seine letzte Ruhestätte fernab der Heimat auf dem Ehrenfriedhof am Steintorturm in Brandenburg an der Havel. Und im Namen der Stadt wurde auch am dortigen Ehrenmal ein Kranz niedergelegt. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Friedensnobelpreisträger und Shoah-Überlebende Elie Wiesel hat am 6. Juni 2009 in seiner Rede im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald gesagt: Es ist falsch, von der Vergangenheit zu reden, wenn man nicht in der Zukunft handelt. Und gleichzeitig stellte er in Frage, ob die Welt aus dem Schrecken dieses Ortes gelernt habe, also aus Buchenwald. Denn er sagte, wie kann es sonst ein Darfur, ein Ruanda oder ein Bosnien geben? Und genau deswegen gedenken wir heute nicht nur der Befreiung des Zuchthauses Brandenburg-Görden und des Ende des Zweiten Weltkrieges vor 76 Jahren. Wir gedenken auch der vielen Millionen Menschen, die durch Krieg und Terror in diesem und im letzten Jahrhundert ihr Leben verloren haben und leider immer noch verlieren. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, es ist unsere oberste Pflicht, uns laut, offen und stetig zu Demokratie, zu Menschlichkeit, zu Frieden und zu Freiheit zu bekennen und niemals schweigend daneben zu stehen, wenn diese Werte bedroht sind. Was den Opfern des Nationalsozialismus, den Opfern des Krieges geschah, darf nie wieder geschehen. Nie wieder. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor 76 Jahren, am 27. April 1945, wurde das Zuchthaus Brandenburg-Görden von den Streitkräften der Roten Armee befreit. Ursprünglich entworfen und erbaut im Geiste eines liberalen Strafvollzuges, eines Strafvollzuges ohne Prügelstrafe und Dunkelarrest, wurde dieses Zuchthaus ab 1933 zum Ort der Folter, des Terrors und des Grauens. Tausende Menschen fanden hier den Tod. Ich will deshalb von einem Mann berichten, der am eigenen Leben erlitten hat, was es hieß, in Brandenburg-Görden inhaftiert zu sein, und er wurde hier hingerichtet. Lassen wir uns gemeinsam auf das Schicksal von Zbigniew Milewski zurückblicken. 1941 schließt er sich im besetzten Polen einer Gruppe von Widerstandskämpfern an und sammelt militärische Informationen, um diese nach Großbritannien weiterzuleiten. Milewski war kein Spion, wie sie in Kriminalromanen und Hollywood-Filmen überzeichnet werden. Milewskis Schicksal verdeutlicht vielmehr, dass jeder seinen Beitrag zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus leisten konnte. Auf der Grundlage frei zugänglicher Bücher über die deutsche und italienische Kriegsmarine fertigte er Berichte an, die anderen Agenten in ihrem Kampf gegen den Naziterror helfen sollten. Nicht mehr und nicht weniger. Sein Schicksal zeigt aber auch, mit welchem Risiko dieser Widerstand verbunden war. Im Sommer 1942 wird Milewski verhaftet und wegen Feindbegünstigung, Vorbereitung zum Hochverrat, Beihilfe zur Spionage vom Reichskriegsgericht zum Tode verurteilt. Am 8. April 1943 wird er hier in Brandenburg-Görden hingerichtet. Wenige Stunden bevor das Urteil vollstreckt wird, schreibt er einen Abschiedsbrief an seine Familie. Darin heißt es: Ich sterbe völlig ruhig und meine einzige Sorge heute seid ihr. Meine geliebten Kinder, die ich leider nicht mehr sehen werde. Gleich werde ich zum letzten Mal beichten und die heilige Kommunion empfangen, was mich völlig mit Gott versöhnt. Ich wollte auch im Einvernehmen mit den Menschen fortgehen, weswegen ich noch einmal um Vergebung für meine Fehler bitte. Eure Fotografie habe ich bei mir und meine letzten Gedanken werden bei euch sein. Euer Sohn, Ehemann und Vater.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Tag der Befreiung des Zuchthauses wird von dessen ehemaligen Häftlingen seit 1946 begangen. Aber es ist kein Tag der Freude über die wiedergewonnene Freiheit, sondern ein Tag der Trauer um die nie mehr wiederkehrenden Opfer. Diesen Opfern gilt es, eine Stimme zu geben. Es ist wichtig, sich die Lebenswege derer zu vergegenwärtigen, die zwischen 1933 und 1945 gefoltert, terrorisiert, inhaftiert und ermordet wurden. Ihre Schicksale erinnern uns in der Gegenwart daran, allen extremistischen, totalitären und diktaturverharmlosenden Bestrebungen entschlossen entgegenzutreten und für Freiheit, Gleichheit, Toleranz und Frieden einzustehen. Institutionen wie die Gedenkstätte Zuchthaus Brandenburg-Görden helfen dabei, die Erinnerung an die Opfer zu bewahren und uns dabei zu vergegenwärtigen, dass sie nicht nur Opfer, sondern auch Kinder, Familienväter, Brüder, kurzum Menschen waren. Deshalb danke ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gedenkstätte für ihre so wertvolle Arbeit, für ihr Engagement und für den Beitrag, den sie zur zivilgesellschaftlichen Demokratie leisten. Letztlich ist es aber auch unser aller Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass sich die Gräuel des Nationalsozialismus nie mehr wiederholen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Alicja Milewska-Gojrzewska, mam 80 lat. Jestem córką Zbigniewa Milewskiego, zamordowanego przez hitlerowców w dniu 8 kwietnia 1943 roku w Brandenburgu. Ojca nie pamiętam, miałam wówczas niecałe 2 lata. Gestapo zaaresztowało mojego ojca 1 lipca 1942 roku, a moja siostra Danusia miała zaledwie 3 miesiące. Pamięć mojego ojca została zachowana przez moją matkę Katarzynę Milewską, jak i moich dziadków Milewskich, którzy byli rodzicami mojego ojca. Kiedy skończyła się okupacja, nie mieliśmy domu, który został zbombardowany w czasie wojny, a wszystkie nieruchomości zostały skonfiskowane przez ówczesne władze komunistyczne. Pomimo wielkiej biedy miałam bardzo szczęśliwe dzieciństwo, ponieważ miałam kochającą mamę i bardzo, bardzo dobrych dziadków, którzy otoczyli mnie ogromną, troskliwą opieką. Skończyłam studia, zostałam radcą prawnym i przez wiele lat pracowałam w handlu zagranicznym. Jednocześnie urodziłam 2 wspaniałych synów, a aktualnie mam nawet 3 wnuków. Chciałabym serdecznie podziękować za przywrócenie pamięci mojego ojca Zbigniewa Milewskiego.
Thank you for giving me the opportunity to send in this video. We commemorate victims by telling their stories in words and in images. It is important that these remain easily accessible for everybody now and also in the future. My grandfather, Otto van Bleiswijk, collected information on Nazi military targets. He installed secret transmitters and helped resistance fighters to Britain. He was caught in 1943. His family survived the war, but they, like many others, were not just winners. They were also victims. His wife, Dina Lamijn, and his children, Otto, Corrie and Joop, were left behind in grief and with many questions. Questions that still live with the grandchildren. Memorial sites and information centers, like in Brandenburg-Gordon, are important in this respect. Only accurate, independent historical research may provide answers. Choosing the easy way and presenting rumors or personal opinions as facts can be dangerous. What did I learn from the story of my grandfather? That one should be brave and never lose confidence. Imprisoned in Scheveningen and Aachen, he sent 12 letters home. He was desperate to hear whether his wife and children were safe and in good health. His wife Dina always wrote back, but since her letters were never delivered, he got nearly crazy. 16 months after he received the last message from home, he was executed in Brandenburg-Gordon on January 8. His last will was that his wife would give his portrait to his children. Here it is. Mein Name ist Carsten Loth. Ich bin der Enkel des am 18. September 1944 in Brandenburg-Görden hingerichteten Kurt Brüggen. Die Frage ist ja, wie wirken sich derartige Verbrechen auf die nachgeborenen Generationen aus? Und ich kann bestätigen aus unserer eigenen Familienbetrachtung heraus, dass das, was man oft hört, tatsächlich zutrifft. Derartig traumatische Ereignisse wirken Jahrzehnte nach. Bei uns hat sich dies konkret so ausgewirkt, dass meine Oma, die hinterbliebene Ehefrau Zeit ihres Lebens, nicht in der Lage war, über das zu reden, was sie erlebt hat. Sie war nicht in der Lage, darüber zu reden, was es hieß, im Volksgerichtshof vor Dr. Roland Freisler zu stehen und für ihren Mann auszusagen. Aber man hat ihr die Folgen angemerkt. Man hat sie ihr angemerkt an einem viel zu frühen körperlichen und emotionalen Abbau. Erst nach ihrem Tod im Jahre 1996 haben wir als Familie dann tatsächlich etwas mehr erfahren, und zwar in erster Linie aus den Gerichtsprotokollen, die sie hatte und die uns dann zur Verfügung standen. Aber interessanterweise war es nicht meine Mutter, die in der Lage war, sich damit näher auseinanderzusetzen, sondern mein Vater und ich. Und dies am Ende nur deshalb, weil wir mehr Abstand zu der gesamten Situation hatten. Man muss sich das wirklich einmal vorstellen. Da ist eine Familie, in der eine Atmosphäre des Vertrauens und der Offenheit herrscht. Das ist wirklich die Atmosphäre, in der wir gelebt haben und wie wir miteinander umgegangen sind. Und dann ist da dieser Elephant in the room, dieses eine Thema, das niemand offen anzusprechen wagt. Das macht etwas mit einer Familie. Das hat Auswirkungen. Diese persönliche Familiengeschichte hilft mir als aktiven Zeugen Jehovas, mein Opa war übrigens kein Zeuge Jehovas, ein wenig die Dimension zu verstehen, die es hatte, dass 126 meiner Glaubensbrüder ebenfalls in Brandenburg-Görden zur NS-Zeit für ihre Glaubensüberzeugung hingerichtet worden sind. Und welche Auswirkungen das auf 126 Familien hat. Umso erschreckender ist es für mich, dass in der DDR-Zeit wieder Jehovas Zeugen inhaftiert waren und viele
saßen in den gleichen Zellen, in denen sie zur NS-Zeit bereits gesessen hatten. Und es erschreckt mich auch zu sehen, dass heute, in diesen Tagen, in Russland viele meiner Glaubensbrüder nur für den Besitz einer bestimmten Bibelübersetzung inhaftiert und gefoltert werden. Das macht auch etwas mit deren Familien und ich fühle mich ihnen sehr eng verbunden. Jeg heter Mette Helene Rimehaug. Jeg er datter av Olav Brennhovd. Og jeg heter Erling Rimehaug og er altså gift med Mette og dermed svigersønn til Olav Brennhovd. Han satt jo i Brandenburg tukthus, og oppholdet der forandret han så mye at da han kom tilbake til Norge i 1945, så greide han ikke å være her, så han vendte tilbake til Tyskland i 1946, like etter at Mette var født. Så du har omtrent aldri sett din far, Mette? Nei, jeg så han bare så vidt kanskje en gang i året. Og da var det gjerne på en kafé eller noe sånt i byen. Og din mor ble alene med deg? Ja, hun fikk jo litt å passe på unna. Men hun hadde en søster og svoger som passet masse på meg. Så hun var i arbeid? Hun arbeidet. Så derfor så har vi i grunnen nesten ikke sett Olav. Men jeg fant ut at mine barn og barnebarn burde få vite noe om sin bestefar og oldefar, og begynte research for å finne ut hva han hadde gjort. Og det resulterte i en bok som jeg skrev om han, som kom ut på norsk for noen år siden. Og den boken inneholder hans dagbok fra tukthuset i Brandenburg, og også hva som skjedde med han siden. Og en av de tingene som han skrev var jo et slags testamente fra hans tid i tukthuset, som har blitt til titlen, for denne boken har også kommet på tysk, heter Hassen kann ich nicht, kom ut på tysk i fjor, eller for 2 år siden, og den inneholder på en måte testamentet hans, som jeg synes er et godt budskap å bringe videre. Så jeg skal lese det han selv skrev om hva han lærte i tukthuset, og jeg kan lese det på tysk. Dies ist es, was 2 Jahre Zuchthaus mir und anderen mitgegeben haben. Wir alle sind darüber dankbar dafür, dass Gott uns diese Jahre geschenkt hat. Wir haben viel verloren, aber wir haben noch mehr gewonnen. Wir haben Frieden in unseren Herzen empfangen und uns selber gefunden. Und es ist unsere Pflicht, das, was wir empfangen haben, an anderen weitergeben. Wir haben allen Menschen auf der Welt etwas zu verkünden. Wir können nicht hassen, weil wir Gottes unverdiente Liebe erfahren haben. Niemals wären wir ohne ihn durch diese unbarmherzigen und liebelosen Jahre gekommen. Mein Großvater Nikolaus Christoph von Harlem war den Genüssen des Lebens durchaus zugetan, so hat meine Großmutter erzählt, und auch Freundinnen und Freunde, konnte mit gleicher Hingabe diskutieren über juristische Spitzfindigkeiten, über Philosophie und die Zubereitung von Hummer. Trotzdem hat er sich entschieden, sein eigenes Leben und das Leben seiner Familie aufs Spiel zu setzen, weil er in Hitler den Postboten des Chaos, wie er das selber nannte, erkannte. Er plante ein Attentat auf Hitler, er wurde verraten, im Februar 1942 inhaftiert und im Oktober 1944 in Göhrden hingerichtet. Was bedeutet das jetzt für mich? Einmal, dass es ein großes Glück ist, in einem demokratischen Rechtsstaat zu leben, im Gegensatz zu sehr vielen anderen Menschen auf dieser Erde. Und außerdem die Tatsache, dass es diesen demokratischen Rechtsstaat auch immer wieder zu verteidigen gilt, dass er nicht von selbst einfach weiterläuft, sondern dass wir uns engagieren müssen, dass es unser aller Entscheidung ist, jeden Tag von Neuem zu überlegen, wie wir uns auch für das Gemeinwohl entscheiden können, wie wir uns engagieren können und
dass wir den Postboten des Chaos auch erkennen. Ich heiße Harald Graf und bin der Enkel von Karl Heile, der 1965 verstorben ist. Mein Großvater habe ich nie kennengelernt. Ich wollte die Lücke in der Familiengeschichte schließen und begann mit meinem Ruhestand nachzuforschen, was Karl Heile für ein Mensch gewesen war. Einerseits ein Betrüger, andererseits ein politischer Mensch. Er schrieb in der österreichischen Emigration Artikel in der Presse gegen das Naziregime. Weil er selber gern schrieb, hat es erstaunlich viele Aufzeichnungen gegeben und in den Archiven waren stapelweise Gestapo- und Gerichtsakten eingelagert, auch vom Volksgerichtshof, von der Unterbringung in Görten, sowohl aus der Haft im KZ in Ebensee. Nachdem ich begonnen hatte, diese zu sichten, war bald klar, Karl Heile war kein Guter. Er war Täter, aber auch Opfer und die meisten seiner Taten rechtfertigen die Strafe nicht. Auf keinen Fall die Sicherungsverwahrung auf Lebenszeit. Was war das für ein Regime, dass ich vor einem Betrüger und Hochstapler so fürchtete, dass sie ihn für immer verschwinden lassen wollten. Es ist festzuhalten, für niemand war jemals Konzentrationslager gerechtfertigt, egal wie was er sich zu Schulden kommen lassen hat. Sein sehr langes, viele hundert Blatt umfassendes, nicht erfolgreiches Wiedergutmachungsverfahren in den 50er Jahren lässt erkennen, dass viele Menschen, die an den Hebeln der Macht und in der Justiz waren, das System Nazi nicht hinter sich gelassen hatten. Manche machten keinen Hehl daraus. Karl Heile war der Leidtragende, aber er stellte auch horrende Forderungen, die niemand erfüllen konnte und wollte. Er verhedderte sich nicht immer unschuldig im System. Er ging ungerecht leer aus. Posthum bekam seine Familie 1971, 6 Jahre nach seinem Ableben, 5.000 D-Mark Härteausgleich, ohne Anerkennung einer Schuld in Baden-Württemberg. Man muss fragen, warum werden Opfer des Nationalsozialismus noch immer bestraft?